Hallo, heute ist Samstag, der 15. April 2023. Ihr seht mich heute mal wieder aus einer etwas anderen Perspektive. Heute gibt es nämlich mal wieder ein ganz anderes Video, etwas Seichtes, ohne große politische Fallhöhe oder sowas. Und zwar wollte ich einfach nur eine kleine Sache teilen, die ich so in den letzten 2 Jahren nebenbei auch noch mitgemacht habe. Eine kleine optische Spielerei. Ich habe nämlich meine Ohrlöcher auf 1 cm Durchmesser aufgedehnt. So. Tada, das war's schon. Eigentlich hatte ich gar nicht vor zu zeigen, wie ich das gemacht habe, weil im Internet und speziell auf YouTube gibt es da wirklich schon massenhaft Videos davon, wo Leute so ihre Dehnungsprozedur zeigen. Da habe ich jetzt nichts Substanzielles hinzuzufügen, aber ach ja, ich weiß auch nicht. Diese Stretching Journeys, die haben auch so was Meditatives an sich. Ich gucke mir die jedenfalls selber total gerne an und ja, scheiß drauf, tut ja niemandem weh, ne? Also darum habe ich jetzt zwar meine ersten Dehnungsschritte nicht aufgezeichnet, aber weil ich zufälligerweise in derselben Zeit noch ein paar Ohrpiercings dazu bekommen habe und ich den Heilungsverlauf von meinen Ohren auch mit Bildern dokumentiert habe, seht ihr jetzt nicht nur, wie meine Ohren wachsen, sondern auch noch, wie meine Ohrpiercings verheilen. Na, wenn das mal nichts ist. Die Ohrlöcher, die ich da dehne, sind übrigens schon uralt. Die habe ich damals im Alter von 5 Jahren oder sowas geschossen bekommen und sind mit der Zeit auch schon ziemlich ausgeleiert. Ich habe deswegen bei einer Startgröße von 1,6 mm angefangen. Und ja, alles weitere sah dann so aus. Viel Spaß! Zwischen dem ersten und dem zweiten Dehnungsschritt habe ich zwar einen Monat verstreichen lassen, vorbildlich, aber dann ist mir doch ein kleines Malheur passiert. Ich habe nämlich mit Bondage Tape herum experimentiert, um den Übergang zur nächsten Größe ein bisschen stetiger hinzukriegen. Aber das war viel zu dick und zu steif für so kleine Größen. Das ist mir dann im Ohr aufgegangen und dann habe ich geguckt, wie weit denn meine Ohren schon sind und voilà, die 3 mm Tunnel haben schon gepasst. Nach 2,5 Wochen. Das war also eher ein Unfall. Danach habe ich mir Gewindedichtungsband aus dem Baumarkt gekauft. Das ist wesentlich dünner, haftet auch auf kleinen Plugs sehr gut und mit denen habe ich dann den Übergang zu den nächsten Stufen überbrückt. Und von hier an habe ich meine Stretches dann auch aufgezeichnet. Vorm Dehnen wärme ich meine Ohrläppchen übrigens immer mit warmem Wasser auf und öle sie dann ein. Das zeige ich aber nicht immer, aber ihr könnt es euch jetzt immer dazu denken. Zum Pflegen und als Gleitmittel benutze ich dabei übrigens Shea-Butter.
Meine Zielgröße, ja. Nichts hat so eine kurze Halbwertszeit wie die Zielgröße beim Ohren auf den. Naja, ich dachte jedenfalls so an 8 bis 10 mm, wie irgendwie so ziemlich jeder. Aber ich wollte nicht größer als 12 mm gehen, weil die größeren Größen, bei denen sieht natürlich der Schmuck viel toller aus, aber zu groß gedehnte Ohrlöcher wollte ich persönlich nicht so gern haben. Als ich dann die 8 mm erreicht habe, fand ich aber, dass man da gerade Muster und Motive noch gar nicht richtig erkennen kann. Deswegen bin ich dann auf 10 mm hochgegangen. Ja klar, es gibt natürlich Leute, die das überhaupt nicht mögen, was ich hier gemacht habe. Das ist mir aber egal, weil mir gefällt's. Und guck mal, was ich da für schöne Plugs tragen kann.